Mit dem Fahrrad einmal um die Adria fahren. Das ist mein Ziel für die nächsten 6 bis 8 Wochen. Nachdem ich letzten Oktober alleine auf Hüttenwanderung in Slowenien war, habe ich Lust auf ein neues, größeres Projekt. Nach langer Planung steht fest, es wird eine Fahrradtour. Es ist April 2022, mein Fahrrad ist bepackt und als erstes geht's mit dem Zug nach Mailand. Von da aus kann ich die Po-Ebene runterfahren, bis ich bei Venedig ans Meer komme. All in all, I'm a fraud, a spill, or a blood clot, a dancing. Heute ist Freitag, der 22. April und ja, heute ist der erste richtige Tag von meiner Fahrradtour. Vor mir liegen auf jeden Fall noch ein paar Kilometerchen, aber heute Morgen bin ich gut aus Mailand weggekommen. Bin schon durch Pavia, ein sehr schönes kleines Städtchen. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg weiter Richtung Piacenza. Heute Morgen war es noch ein bisschen kalt, aber jetzt ist es eigentlich ganz angenehm. Ich habe hier gerade Pause gemacht, Mittag gegessen, mir ein Teechen gekocht. Und genau, jetzt geht's weiter. Et voilà, der Po. Ich bin quasi jetzt schon am Arsch. Nachdem die ersten 100 Kilometer geschafft sind, suche ich mir am Ufer des Flusses einen geeigneten Platz zum Wildzelten. Windgeschützt durch den Deich verbringe ich meinen ersten Abend alleine draußen. War auf jeden Fall irgendwie schon knackig heute. Ich muss erstmal reinfinden in den Rhythmus und ja, ist auch irgendwie komisch, so allein jetzt hier rumzusitzen und noch so einen ganzen Abend vor sich zu haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 6:30 oder so. Auch wenn die erste Nacht irgendwie einsam war, ist es ein Wahnsinnsgefühl, morgens in der Dämmerung aufzustehen und die ersten Sonnenstrahlen abzubekommen. Also geht es los in den zweiten Tag meiner Reise. But believe as I do and you'll be crowned not son of God, like a ghost had laid an egg, like a son of God, like we're cut from the same damn thread. Ja, am dritten Tag werde ich das erste Mal richtig von Regen erwischt. Schon nach einer halben Stunde sind meine Klamotten komplett durchnässt, was bei 10 Grad Ende April richtig ungemütlich sein kann. Ich habe zwar Rückenwind, was jedoch bedeutet, dass der Regen den ganzen Vormittag mit mir mitzieht und einfach nicht aufhört. Ein Vorteil wiederum vom Rückenwind war, ich kam sauschnell voran, was auch damit zu tun hatte, dass ich keine Pause machen konnte, weil mir dann direkt kalt war. Das heißt, ich bin durchgeheizt, habe nach 95 Kilometern Mittagspause gemacht und dann kam zum Glück die Sonne raus und ich habe hier einen schönen kleinen Campingplatz gefunden. Ich schlafe hier in so einem kleinen Wohnwagen, eigentlich ganz witzig. Jetzt gibt's Abendessen. Ja, an Tag 4 geht's weiter entlang der Po-Ebene. Auch wenn die Etappe sehr anstrengend ist, motivieren mich Begegnungen wie mit dieser Schafherde und regelmäßige Pausen, noch bis ans Meer zu fahren. Ja, nach 4 Tagen bin ich mit Schmerzen an Knien und Po an der Lagune von Venedig angekommen. Um die Landzunge nach Nordosten zu fahren, muss ich 3-mal die Fähre nehmen, weshalb der Tag mal etwas entspannter losgeht.
Ja, ich spüre auf jeden Fall ganz schön die lange Etappe von gestern. Habe Probleme mit meinem rechten Knie, das tut weh bei der normalen Tretbewegung. Aber ich habe es vorbei an Venedig geschafft. Ich musste da 3-mal die Fähre nehmen, das war eigentlich ganz nett. Und bin jetzt in Punta di Sabbioni oder so. Und fahre noch weiter bis Lido di Solo oder so. Ja, heute macht Spaß. Die Sonne scheint, trotzdem ist es noch schön frisch. Und, habe ich gerade eben erst gemerkt, am Horizont sind die schneebedeckten Alpen zu sehen. Ich wollte vorhin pinkeln, war einfach genau da im Gras eine Schlange. Und wilde Tiere und Insekten eigentlich gar kein Problem, aber Schlangen finde ich echt nicht geil. Und eigentlich will ich heute wieder wild zelten. Naja. 2 hours later. Ja, ich suche gerade nach einem Schlafplatz, aber es ist irgendwie doch nicht ganz so einfach. Hier ist zwar ein Wald, aber der ist schön privat abgesperrt. Hier hinten steht eine Hütte. Da könnte ich mich eigentlich gut hinsetzen, aber ich weiß nicht, ob halt jemand da ist gerade. Ja, der Spot war einfach perfekt zum Wildzelten. Zwischen ein paar Obstbäumen habe ich den Abend genossen, mich noch mit einer kurzen Katzenwäsche sauber gemacht und dann wieder zur Dämmerung das Zelt aufgebaut. So, leave no trace. Alle Sachen sind wieder zusammengeräumt und fertig gepackt zum Weiterfahren. An Tag 7 komme ich an der Lagune von Grado vorbei. Und immer noch sind die schneebedeckten Alpen am Horizont zu sehen. Hier wächst der Rosmarin einfach am Straßenrand. Ich glaube, da nehme ich mir was mit. Als nächstes geht's einmal darum. Bis da hinten. Die erste Woche habe ich hinter mir. Heute ist Tag 8. Strahlend blauer Himmel. Und ja, ich glaube, ich habe meinen Rhythmus langsam gefunden. Hier vorne ist Triest. Und dann geht's weiter durch Slowenien bis nach Kroatien heute noch wahrscheinlich. Und dann ziemlich lang Kroatien. Und zack, plötzlich in Slowenien. Und dann auch noch über so einen traumhaft schönen Fahrradweg hier. Und ja, die Strecke durch Slowenien bringt mich auf ein richtiges High. Mit dem Wind im Rücken düse ich mal entlang der Küste und mal entlang einer alten Bahntrasse durch die Landschaft. Slowenien. Richtig gute Fahrradwege und richtig guter Rückenwind. Unten an der Küste eben, ich musste nichts machen, um meine 38 km/h zu fahren. Der absolute Wahnsinn, macht richtig Spaß. Slowenien, es war mir eine Ehre, aber scheinbar bin ich schon in Kroatien. Weiter geht's. So, ich bin bei meinem Hotel für eine Nacht angekommen. Spaß. An Tag 9 durfte ich nach 200 Metern erstmal meine Gangschaltung neu einstellen, die sich irgendwie verstellt hatte.
Perfekt ist es nicht, aber läuft erstmal. Die Feinjustierung kann ich heute Abend machen. Die Strecke ist dafür ein Träumchen. Und in Kroatien warten plötzlich richtig Höhenmeter, Schotterpisten und türkisblaues Wasser auf mich. Eine willkommene Abwechslung zu den eher eintönigen ersten Tagen am Po. Lang dauert es auch nicht mehr bis zu meiner ersten Begegnung mit einem anderen Fahrradreisenden. Harold aus England, der seit 3 Monaten unterwegs ist. If you have any plans, just write me a message. Sweet, nice one. Awesome. It's been real cool meeting you. You too. Let me get one more photo. Yes. Gerade eben bin ich Harold aus England begegnet. Der hatte gerade ein Problem mit dem Fahrrad, da bin ich stehen geblieben. Aber war dann auch wieder okay und dann sind wir ein Stück zusammen gefahren, haben uns richtig gut unterhalten. Und es hat richtig gut getan, sich mal mit jemandem auszutauschen, der auch auf Tour ist gerade. Ja, und der fährt zwar auch weiter Richtung Süden, hat jetzt aber eine andere Route genommen. Aber mal gucken, vielleicht begegnen wir uns nochmal. Da meine Klamotten gewaschen werden wollten und ich mich mal auf ein richtiges Bett gefreut habe, gab es mal wieder eine Nacht im Apartment. Und einen Sprung in den Pool konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich fahre hier gerade so eine Schotterpiste runter und hatte langsam echtes Bedürfnis nach einer Pause. Und in dem Moment taucht hier diese perfekte Bank auf mit Blick auf die Bucht. Jetzt gibt es erstmal was zu essen, ein bisschen ausruhen und dann geht's weiter. Ich glaube, heute warten noch ein paar Höhenmeter auf mich. Eine richtig gute Kombi sind übrigens Haferkekse, Banane und Schokolade. A few moments later. Nach meiner Pause gerade musste ich ganz schön lang, ganz schön steil so die Schotterpiste wieder bergauf fahren. Und dann wollte mich gerade ein Mountainbiker überholen. Also ich dachte, er überholt mich, aber er fuhr dann neben mir her und hat mich einfach den ganzen Weg da hoch begleitet. Er hieß Dalibor oder Dalibert, ich weiß nicht genau. Und war einfach so nett, wir haben uns unterhalten und dadurch wurde dieser Anstieg einfach so einfach. Dann hat er mir oben noch gezeigt, wo ich mein Wasser auffüllen kann. Hat mich gefragt, ob ich irgendwelche Tools brauche. Meinte ich, nee, ich bin eigentlich versorgt. Dann schenkt er mir noch so ein Reifenreparaturding. Das ist echt so freundlich, das tut so gut. Und auch wenn die Strecke durch Kroatien teilweise echt anstrengend ist, schenken mir diese Begegnungen so viel Energie und Motivation weiterzumachen. Am Straßenrand finde ich immer häufiger Schlangen, die es jedoch nicht lebendig über die Straße geschafft haben. Doch ich treffe unterwegs auch auf andere Reptilien. Ja, dem kleinen Fratz muss ich gerade über die Straße helfen. Da kam noch ein Auto, hast du nicht geguckt? Die letzten Kilometer für heute. Und es geht nochmal richtig schön hoch. Wahrscheinlich sieht man das auf der Kamera nicht, aber gefühlt 10 Kilometer lang. So. Heute mal was anderes. Ja. Gestern haben nur 4 Kilometer gefehlt. Ja, und jetzt sind sie voll, die ersten 1000 Kilometer. Wahnsinn. Es ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl, die ersten 1000 Kilometer geschafft zu haben. An Tag 11 muss ich jedoch den ganzen Tag eine Landstraße langfahren, was durch die ständig überholenden Autos auf Dauer echt anstrengend ist. Aber so arbeite ich mich eben weiter die Adriaküste entlang und lande meistens abends in schönen kleinen Fischerdörfchen, sodass sich der Aufwand definitiv lohnt. Inzwischen ist Anfang Mai und Richtung Süden wird die Landschaft immer trockener. Und trotzdem stehen am Straßenrand ab und zu Feigenbäume, deren Früchte aber leider noch nicht reif sind.
Um der stark befahrenen Küstenstraße auszuweichen, entscheide ich mich an Tag 12 recht spontan auf die Insel Park zu fahren und da meinen ersten Pausentag einzulegen. So, riesennah, noch 52 Kilometer und dann geht's auf die Fähre nach Park. Everything's stranger now. I wonder what will land back say. Will anything feel the same? Oh, don't wake up. Fall so silently. Fall asleep. Bisschen karg hier drüben. Heute genieße ich meinen ersten richtigen Pausetag. Hinten ist der Campingplatz, bei dem ich übernachte. Und hier führt so ein kleiner Weg entlang am Wasser. Vorne in den Ort. Da laufe ich jetzt mal hin. Vielleicht finde ich da was zu essen, muss mal ein paar Sachen einkaufen. Ganz entspannt mal morgens sein Zelt nicht abbauen zu müssen. Mein ganzes Zeug ist gewaschen. Das ist doch sehr schön. Und das auch noch auf einer kroatischen Insel. Könnte kaum besser sein. Guckt euch mal diese Farbe dieses Wassers an. Der Wahnsinn. Ja, gestern habe ich ja einen Tag Pause eingelegt. Das heißt, da hatte ich mal ein bisschen Zeit, auch den weiteren Verlauf der Tour zu planen. Jetzt ist Anfang Mai und ich durfte erfahren, dass die Fähre von Dubrovnik nach Bari erst ab Anfang Juni fährt. Ja, von hier wäre es halt gerade mal noch eine Woche bis Dubrovnik. Und das ist natürlich ein Problemchen, weil ich will jetzt nicht 3 Wochen da rumsitzen. Ich will auch nicht hinfahren und wieder ein Stück zurückfahren. Ja, denn die einzige Verbindung nach Italien übers Wasser ist tatsächlich von Split nach Ancona. Und ja, jetzt habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, diese Fähre zu nehmen. Habe die schon gebucht. Die geht jetzt in 4 Tagen und werde auch einen großen Teil meiner eigentlich geplanten Tour im Süden Italiens nicht machen. Stattdessen habe ich schon mir was Neues ausgedacht. Das erzähle ich irgendwann mal. Wer weiß, was alles dazwischen kommt. Aber ich mache stattdessen einfach woanders meine Kilometerchen. Ich bin hier nur kurz stehen geblieben, um was zu trinken. Und auf der anderen Straßenseite sind einfach 2 Lämmer im hohen Gras. So mega süß. Nach einem entspannten Pausentag geht es für mich über die Brücke im Süden der Insel Park zurück aufs Festland. Seit ich in Kroatien bin, tatsächlich das erste Mal, dass der Eurovelo ausgeschildert ist. Aber richtig gut. Weiter geht's nach Zadar. Wildschweine habe ich keine gesehen, dafür gab es seit langem mal wieder einen Regentag. Tomorrow. Ja, ich hatte tatsächlich heute Morgen meinen ersten Sturz. War nur ein sehr kleiner Sturz, ich bin eher geplumpst. Und zwar ging es direkt, als ich losgefahren bin, um eine kleine Kurve. Und der Asphalt war halt noch nass, weil es heute Nacht geregnet hat. Und dann habe ich schon gemerkt, mein Vorderrad rutscht gerade weg. Dann konnte ich es erst noch ein bisschen fangen, aber dann ist es nochmal ganz weggerutscht. Und dann bin ich halt hingefallen, aber nichts Schlimmes. Also ist wirklich nichts passiert, weder mir noch dem Fahrrad. Läuft alles super. Von daher eigentlich kein Problem. Aber so ein paar Spuren hat der kleine Sturz natürlich hinterlassen.
Ja, die vorletzte Nacht in Kroatien verbringe ich mal wieder in einem Apartment, weil es die ganze Nacht regnen soll. Aber für 17 € konnte ich einfach nicht Nein sagen. Durch Landesinnere geht es zwischen Olivenplantagen weiter, bevor ich wieder zurück an die Küste komme. Für die letzte Nacht noch den perfekten Zeltplatz gefunden. Jetzt erstmal Zelt aufbauen. Ja, und mit dem Zelt direkt am Wasser konnte ich den letzten Abend richtig gut ausklingen lassen. Aber so ganz glatt läuft es natürlich mal wieder nicht. Die Dose Bohnen hat irgendwie ein Loch bekommen. Jetzt ist diese ganze Suppe hier in der Fahrradtasche. Geil. Ja, heute ist tatsächlich mein letzter Tag in Kroatien. Ist irgendwie komisch, aber es ist auch schön, wo angekommen zu sein, so ein großes Kapitel abzuschließen. Ich sitze jetzt nochmal am Adria-Strand, mache ein Päuschen, schiebe ungesundes Zeug in mich rein. Heute ist ganz entspannt, die Fähre geht erst um 8 Uhr. Ich kann die Stadt Split schon sehen, von daher lasse ich mir ein bisschen Zeit, genieße die Sonne, die jetzt doch noch rausschaut. Und genau, heute Abend geht es dann nach Italien. Und versüßt wird mein letzter Tag in Kroatien noch durch ein paar Delfine und die schöne Altstadt von Split. Ja, und so neigt sich meine Zeit in Kroatien dem Ende zu. Stressig wird's nochmal kurz, als ich merke, dass ich für mein Fahrrad noch kein Ticket gebucht habe. Aber glücklicherweise bekomme ich am Hafen auch kurzfristig noch eins. Ja, ich bin tatsächlich in Italien angekommen heute Morgen. Bin erstmal raus aus Ancona gefahren. Hinter mir sieht man nochmal die Adria. Aber das war's jetzt mit uns beiden. Ab jetzt geht's ins Landesinnere und dann rüber auf die andere Seite von Italien. Die Route ab jetzt auf die andere Seite von Italien ist ja nicht mehr Eurovelo, sondern komplett mit Komoot einfach geplant. Bin ich mal sehr gespannt, auf was für Wege ich da geschickt werde. There ain't no saints around in this part of town tonight. Ja, die Wege, auf die ich geschickt werde, enttäuschen nicht. Aber schon bald darf ich merken, dass es ab jetzt nur noch hoch und runter geht. It's raining outside. Wish she'd come inside with me and hold my hand so she won't leave. 500 Höhenmeter habe ich mich die letzten 1,5 Stunden hochgearbeitet. Und Italien ist schon wieder ganz anders als Kroatien. Es ist viel grüner, viel satter irgendwie, aber echt schön. Ja, von der Durchquerung Italiens bis auf die andere Seite bin ich jetzt an meinem höchsten Punkt angekommen, auf 750 Metern. Heute ist Tag 2, insgesamt Tag 19 von meiner Tour. Und wo es hochgeht, geht's danach auch wieder schön runter. In my garage. Could get out of town any chance I need, but tonight she's staying in with me, and I needed that for quite a while. No, I don't wanna go out into the rain. Don't wanna wear this pain. Ja, da über die Berge bin ich gekommen. Jetzt geht's hier durchs Tal und auf der anderen Seite wieder hoch. So, boah. Und die Hitze macht mir langsam ganz schön zu schaffen. Um mich vor der Sonne zu schützen, fahre ich jedoch trotzdem noch langärmelig. Die langen Anstiege sind ja kein Problem. Was viel schlimmer ist, sind die steilen.
Es macht gerade keinen Spaß. Und warum ich das hier mache, keine Ahnung. Weiter geht's. On you in. Say goodbye, Georgia, for the very first time. Und so hangle ich mich von Dorf zu Dorf, bis ich abends die letzte Abfahrt zum Lago Trasimeno genießen darf. Find somewhere new to begin. I know what you said, you know I believe. We don't have to give in so easily. I know what I heard, and I know you believe. We don't have to end this so quickly. No, I don't wanna go out into the rain. Don't wanna wear this pain. I'm not saying goodbye tonight. Meet her some other time. Ja, ich bin inzwischen in der Toskana angekommen. Und ich muss sagen, sie ist 1:1, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ein Träumchen. Jetzt sitze ich hier in der Toskana, mitten in einem Feld und bin irgendwie glücklich. Ich weiß nicht, die Landschaft macht Spaß. Es macht wirklich Spaß gerade. Zum Wildzelten ist es nicht so geeignet hier, weil es halt sehr hügelig ist. Aber ich habe jetzt hier unten was gefunden, was zwar nah an der Straße ist, aber eigentlich nicht einsehbar. Jetzt werde ich hier meinen Abend so ein bisschen in der Sonne verbringen und wenn es langsam dunkel wird, das Zelt aufschlagen. Ich habe gut geschlafen, Zelt ist wieder abgebaut, alles eingepackt und jetzt geht's weiter durch die Toskana Richtung Siena. Alter, hier geht's so hoch, dass teilweise mein Hinterrad durchdreht. An Tag 22 führt meine Route durch einen kleinen Fluss. Bei den Temperaturen ist die Durchquerung jedoch eine willkommene Erfrischung. Ja, so langsam gehen auch erste Sachen kaputt. Das hier funktioniert zum Glück noch. Und meine Lenkung, keine Ahnung, die läuft irgendwie nicht mehr so ganz glatt. Die fängt sich hier in der Mitte und dann geht sie ein bisschen schwerfällig nach links und rechts. Ich hoffe, das liegt nur daran, dass da ein bisschen Dreck im Kugellager ist. Aber heute Abend komme ich wahrscheinlich in Livorno an und da gibt es ein paar Fahrradläden und dann, wenn ich noch genug Zeit habe, schaue ich da mal rein. Die Flasche hier hat sich letztens selbstständig gemacht und sieht seitdem auch nicht mehr so aus, wie sie mal aussah. Upsi. Vor 4 Tagen war ich in Ancona an der Ostküste Italiens. Und jetzt habe ich mich durchs ganze Landesinnere gearbeitet und kann das Wasser an der Westküste sehen. Das ist schon geil. Ja, es wird nochmal spannend. Ich habe mein Fahrrad mit dem Steuersatz, der ja geruckelt hatte,
Habe ich jetzt bei einem Fahrradladen abgegeben. Die meinten, zu 90% ist es kaputt. Und sie wissen noch nicht genau, ob sie die richtigen Kugeln haben, um das Kugellager zu reparieren. Er meint, er braucht eine Stunde, die warte ich jetzt gerade. Und dann bin ich mal gespannt. Das ist dann so 6:45, wenn er fertig ist. Und um 7:30 bin ich verabredet. Und zwar mit Konsti und Yannick, die gerade mit der Fähre von Korsika in Livorno ankommen. Zurück im Fahrradladen gibt es sehr gute Neuigkeiten. Ich bin so happy gerade, dass die das fixen konnten. Der meinte, das ist nur eine vorübergehende Lösung jetzt. Und zwar war da eine Unterlegscheibe ein bisschen demoliert. Die hat er ausgetauscht. Und er meinte, ich soll es dann zu Hause nochmal richtig machen lassen. Aber fährt. Und es fährt sehr gut. Richtig Glück gehabt. Das hätte jetzt auch das Ende von der Tour sein können, wenn der Rahmen irgendwie kaputt wäre oder so an der Stelle. Aber es scheint weiterzugehen. Statt dass die Tour in Livorno endet, treffe ich mit einem breiten Lächeln die beiden Jungs, die bereits eine Woche auf Korsika unterwegs waren. Das heißt, ab jetzt geht es erstmal zu dritt weiter. Nach dem Frühstück in Pisa geht es die Küste weiter entlang Richtung Norden. So einen genauen Plan haben wir noch nicht und müssen uns erstmal dran gewöhnen, Entscheidungen ab jetzt zu dritt zu fällen. Irgendwann steht fest, unser Tagesziel ist Cinque Terre. Aber bis dahin warten noch einige Höhenmeter auf uns. Angekommen in Rio Maggiore steigen wir in den Zug, um in Levanto auf den Campingplatz zu gehen. Den nächsten Tag nutzen wir, um uns die malerischen Dörfer nochmal in Ruhe anzuschauen. Ja, und so endet auch dieses Kapitel, denn am nächsten Tag kürzen wir mit dem Zug die Strecke nach Mailand ab, von wo das nächste Abenteuer starten soll. Einmal mit dem Fahrrad über die Alpen. Zurück in Mailand, wo die Tour gestartet ist. Und jetzt im Trio geht's Richtung Alpen. Kaum sind wir raus aus Mailand, erreiche ich meinen nächsten großen Meilenstein. 2000 Kilometer sind geschafft. Unterwegs treffen wir auf eine Herde Schafe und Ziegen, die sich scheinbar sehr dafür interessieren, was wir so machen. Mit viel Hunger und trotzdem voller Energie erreichen wir am Nachmittag den Comer See. Ja, und plötzlich sind wir schon richtig in den Bergen. Nach einer Pause in der Abendsonne geht es weiter in Richtung Schweiz. Das war's mit dem sehr langen und sehr schönen Kapitel Italien. Hier ist die Schweiz. Weiter geht's. Die erste Nacht Wildzelten in der Schweiz hat sehr gut geklappt. Eher urban, aber sonst ganz schön. Nachdem wir uns abends noch im Bergbach abgekühlt haben, geht es am nächsten Tag weiter zum Luganer See. Die Fahrradroute ist in der Schweiz so perfekt ausgeschildert, dass wir uns gar nicht mehr auf die Navigation konzentrieren müssen und einfach die Landschaft genießen können. Unser Plan für die Alpenüberquerung ist, die alte Passstraße am Gotthardpass zu nehmen, um auf die Nordseite zu kommen. Auf dem Weg zu unserem nächsten Zeltspot erfahren wir aber, dass der Plan wahrscheinlich nicht aufgehen wird. Konsti, was sagst du zu dem Schlafplatz, den wir hier gefunden haben? Der Schlafplatz ist wunderbar. Schön versteckt.
Wir wollten über den St. Gotthard fahren und haben heute erfahren, dass der noch geschlossen ist wegen Schneeräumung. Ja, also geht's morgen über den Lukmanir-Pass nach Disentis. Da wollen wir übernachten und dann eigentlich über den Oberalp-Pass. Ja, und da sind gerade Leute, die irgendwo. Und jetzt haben wir hier einen Wildzelt-Spot gefunden, wo wir hoffen, dass wir ungestört bleiben. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich. Der ist gut. Nice. Habt ihr noch was zu ergänzen? Wir drei, wir stehen jetzt vor einer ganz großen Alpenüberquerung. Ja, Mann. Und das ist ziemlich cool, dass wir morgen da oben sein werden und uns angucken werden und richtig stolz sind. Mega. Wir sind inzwischen auf der Passstraße des Lukmanir-Passes angekommen. Und ja, auf den nächsten 20 Kilometern geht es wohl um 1200 Meter hoch. Aber die Aussicht ist ein Träumchen. Das Schöne ist auch, dass seit Italien hier so ein fließender Übergang ist, weil hier die Schweiz eben noch italienisch sprechend ist. Das heißt, wir sind schon richtig in den Alpen, aber es ist trotzdem noch so ein bisschen Italien ist noch mit dabei. Ja, und so arbeiten wir uns wie die Bergziegen Stück für Stück den Lukmanir-Pass hoch. Baumgrenze ist erreicht. Hier wächst nicht mehr so viel. Weiter geht's. Ob wir noch ein bisschen Schnee abbekommen? Mal googeln. Wie hoch sind wir gerade? 1920. 1920 Meter. Ich glaube, jetzt geht's erstmal bergab. Bergab ging es so schnell, dass wir uns in Disentis doch noch dazu entscheiden, ein Stück in Richtung Oberalp-Pass weiterzufahren. Ja, nach über 2100 Höhenmetern sind wir jetzt schon vorbei an Disentis. Wir haben hier einen kleinen Campingplatz gefunden an einem kleinen Bach. Und der kleine Bach, der hier lang fließt, das ist der Rhein. Schon witzig, was der noch alles vor sich hat. Für den sehr erfolgreichen Tag belohnen wir uns erstmal mit einem Abendessen und Weinchen am Lagerfeuer, bevor am nächsten Tag die Serpentinen des Oberalp-Passes auf uns warten. Diesen Riegel hier trage ich seit zu Hause mit mir rum. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, den zu essen. Kurz vorm letzten großen Anstieg der Alpenüberquerung. Oberalp-Pass ist auch geschafft. 2046 Meter über Meeresspiegel. Ja, und jetzt geht es echt erstmal ein ganzes Stückchen bergab an den Vierwaldstätter See. Auf dem Weg zurück ins Tal treffen wir Jakob. Jakob sitzt schon seit Portugal auf dem Rad und ist seit 3 Monaten unterwegs. Da sich unsere Routen ein Stück überschneiden, geht's erstmal zusammen weiter. Beim Abendessen im Regen ist genug Zeit für Erzählungen, sodass wir erfahren, dass Jakob seit Portugal im Schnitt 5,20 € am Tag für Essen ausgibt und ausschließlich wild zeltet. Davon können wir uns auf jeden Fall noch ein Scheibchen abschneiden. Nachdem am nächsten Morgen ausgewürfelt wurde, wer für heute König ist, geht's zusammen weiter am Vierwaldstätter See entlang.
Nach dem Frühstück trennen sich unsere Wege wieder und während wir weiter in Richtung Basel und Freiburg fahren, peilt Jakob Tallinn in Estland an. Nachdem Yannick bewiesen hat, dass er am schnellsten von uns dreien eine schwimmende Dose Radler finden kann, wird noch ein Flachkörper gemacht, bevor es weiter nach Luzern geht. Zum Glück finden wir in der Nähe von Luzern noch einen guten Platz zum Zelten, der nachts gewittert ist und regnet sich so richtig schön ein. Am nächsten Morgen ist zwar noch alles nass, aber wir können ohne Regen weiterfahren. Womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass es auf dem Weg nach Basel nochmal so stark hochgeht. An Tag 30 machen wir also nochmal über 1000 Höhenmeter, die es dafür aber auch wieder bergab geht. Und so rollen wir weiter nach Basel, wo sich unsere Wege wieder trennen. Damit endet die unfassbar gute Zeit mit Konsti und Yannick, die sich von dort aus auf den Heimweg machen. Ich nutze die Gelegenheit und besuche einen Teil meiner Familie in Freiburg und der Umgebung. Dabei geht sogar nochmal ein Stück durch Frankreich, bevor ich mich wieder alleine auf den Weg in Richtung Schwarzwald und Allgäu mache. Ja, heute ist Tag 33 auf dem Fahrrad. Ich bin gerade mitten irgendwo im Schwarzwald und bin inzwischen wieder allein unterwegs. Ich habe mich von den beiden Jungs wieder getrennt, die sind an ihrem Ziel angekommen. Und ich bin jetzt auf dem Weg ins Allgäu. Dort bin ich verabredet mit meiner Familie, mit denen mache ich da noch ein paar Tage Urlaub zusammen. Und deswegen ist es sozusagen das Ziel meiner großen Reise. Found above a curve, saw the morning light her up, a smolder and a scale. Nach einer verregneten Nacht am Bodensee wird es am nächsten Morgen mal etwas luxuriöser. Das ist, glaube ich, das beste Frühstück, das ich mir auf der Reise bisher gemacht habe. Heute gibt es Haferbrei mit Erdbeeren und zerbröselten Keksen und Schokolade als Topping. Offering intention, perpetual reinvention. Ja, das ist mein letzter Abend hier draußen mit dem Fahrrad, mit dem Zelt alleine unterwegs. 5 Wochen waren das jetzt. Aber jetzt genieße ich nochmal den letzten richtig schönen Abend hier. Die Sonne ist rausgekommen. Und ja, es war eine gute Zeit, aber es ist irgendwie auch schön, dass es geschafft ist, dass es jetzt morgen zu Ende ist. Und das feiere ich gerade mit einem hochklassigen Abendessen. Ja, und so mache ich mir es ein letztes Mal im Zelt gemütlich, bevor ich am nächsten Morgen die letzten 40 Kilometer in Angriff nehme. We're offering intention, and when her hand reached for the wall, you were sure. Das Frühstück ist ja nochmal auf einem ganz anderen Niveau. The fragile and sublime. Noch ein Halbmarathon, dann ist es geschafft. Ich glaube, es geht gleich nochmal gut bergauf, aber gerade könnte es nicht besser sein. Niedersundhofener See, da will ich hin. Die letzten 12 Kilometer. Wahnsinn. Und landschaftlich ein absolutes Träumchen. Vorbei an den Ziegen in weißen Hosen, die alle gleich aussehen, und weidenden Kühen muss ich das letzte Stück nur noch rollen lassen.
And although your judgment came, still you refuse to take your name. I'm the one that you call. What you've done, not intentional. Das war's mit meiner Fahrradtour. 5 Wochen, 6 Länder. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, um das zu verdauen. Hier unten ist der Niedersonthofener See. Wir machen hier nochmal zusammen ein langes Wochenende Urlaub. Schön zelten, endlich mal wieder zelten. Und ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen von dieser Tour. Vielleicht eine Inspiration, vielleicht auch zu wissen, das will ich auf keinen Fall machen. Ist beides gut. Ich bin super dankbar, zum einen, dass diese Tour so geklappt hat, dass mir nichts passiert ist, dass es okay war, dass sich die Pläne geändert haben. Dankbar an alle, die mich unterstützt haben auf der Tour, die mich auf ihrer Couch haben schlafen lassen oder sogar in einem Bett. Danke an alle, die ein Stück mit mir mitgefahren sind. Das war einfach immer eine riesen Unterstützung, sich auszutauschen mit Leuten, die gleiche Interessen haben. Danke an Konsti und Janek, mit denen ich einen riesen Teil dieser Tour teilen durfte, obwohl es nur, ich weiß gar nicht, 1,5 Wochen waren, aber zusammen die Alpen zu überqueren, das war schon Wahnsinn. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Danke euch beiden. Ja, und danke an alle, die mich online verfolgt haben, mir auf Instagram immer wieder nette Worte geschrieben haben, wenn ich was geteilt habe. Und ja, ich denke, nur so war das möglich. So habe ich das irgendwie geschafft, das durchzuziehen. Ich habe die Motivation behalten. Ich habe gemerkt, die letzten Tage jetzt waren nochmal richtig zäh. Aber jetzt bei so gutem Wetter in so einer schönen Landschaft anzukommen, das tut richtig, richtig gut. Und ich sag mal so, ich mache mir schon Notizen, was ich auf der nächsten Tour anders machen würde. Das heißt, die letzte wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ciao, ciao.